Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video bei Cargold. Ich habe heute ein ganz besonderes Auto hier, ein Mercedes 220 S Cabriolet aus dem Baujahr 1957. Und dieses Auto, dazu weiß ich sehr, sehr viel, weil ich den, der es restauriert hat, vor 36 Jahren noch kannte. Den gibt es heute leider nicht mehr. Das ist Meister Hackert gewesen von der Firma Grüning und Sohn in Elmshorn bei Hamburg. Hackert wohnte ja in Wedel an der Elbe, ist ja meine alte Heimat, wo ich herkomme. Und da ist dieser Wagen voll restauriert worden, das heißt bei einem Daimler-Benz-Betrieb. Und Meister Hackert zeichnete sich dadurch aus, dass er, wenn er Autos restauriert hat, gerade den 300 SL, da war er berühmt für, da hat er seinen Propeller in Rot lackiert. Und das hier ist ein Mercedes 220 S Ponton Cabrio aus dem Baujahr 1957, was Hackert voll restauriert hat. So, jetzt sitzen wir in diesem S-Klasse Cabriolet der 1950er Jahre ist. Ein wunderschöner Mercedes 220 S Cabriolet. Der Wagen ist restauriert worden vor 35 Jahren von jemandem, den ich sehr gut kenne. Der 220 S Motor ist als einer der besten bekannt, die überhaupt von Mercedes gebaut wurden. Das war eine Nachkriegskonstruktion mit 6 Zylindern Reihe. Maschinen sind über 10 Jahre lang gebaut worden. Die waren für ihre Zuverlässigkeit und für ihren seidigen Lauf wirklich bekannt. Und wenn man jetzt hier so in diesem Volant sitzt, in diesem hinter dem Lenkrad, dieses schöne schwarze Mercedes-Lenkrad, Blinker rechts, Blinker links, kurz mal vorgeführt, dann hat es wirklich ein schönes, erhebendes Gefühl, weil der Wagen auch ein ganz tolles Interieur hat. Dazu zeige ich euch später mehr. Das ist das teuerste Holz, was seinerzeit überhaupt gebaut wurde und geliefert wurde. Dieses Auto hat das. Das ist noch ein originaler Holzsatz. Den hatte Mercedes noch vor 35 Jahren liegen. Heute bekommt man das nicht mehr. Und der ist glücklicherweise wirklich immer noch wie neu. Und dementsprechend hat das Auto eine hervorragende Qualität. Hier zur Erklärung, hier ist diese schöne VDO-Uhr hier vorne. Da haben wir ein Aschenbecherchen. In den 50er Jahren rauchte man ja gerne auch beim Fahren. Hier in der Mitte seht ihr das Bäckerradio mit dem Lautsprecher unten drunter. Dann ist hier vorne, war damals also absolut schick, dieser Breitbandtacho, der bis 180 Stundenkilometer geht, mit allen Instrumenten. Später danach kam ja die Heckflosse, da war das dieser senkrechte Tacho. Heute hat man ja Rundinstrumente, die haben sie ja später durchgesetzt. Auch ein weiteres Indiz dafür, wie sich eigentlich die Autogeschichte entwickelt hat. In diesem Modell ist die Heizungsregelung noch rechts mit den Chromhebelchen für den Beifahrer und hier auf der linken Seite ist das für den Fahrer. In dem Nachfolgermodell, das ist das 111er Cabrio gewesen oder die Baureihe 111, war das dann hier vorne in der Mitte unterhalb, so konnte man das von beiden Seiten aus bedienen. So, jetzt läuft er seitenweich. Jetzt merkt man, dass er die Betriebstemperatur erreicht hat. Er ruckelt nicht mehr, er zuckelt nicht mehr. Er fährt so, wie so ein 220er laufen muss. Also wirklich wunderschön. Das ist ein wunderschönes Auto. Man merkt, dass der in Ordnung ist technisch. Schaltet sich gut. Der Wagen war übrigens, nachdem er restauriert wurde von Meister Hackert bei Grüning und Sohn in der Elmshorn, vor 10 Jahren noch oder vor 12 Jahren bei Firma Kirschinger in Karlsruhe. Da ist dann nochmal Achse und Bremsen und so alles gemacht worden. Wie gesagt, die Uhrrestaurierung ist ja vor 35 Jahren gewesen. Aber man merkt also bei dem Auto, ich sage dazu später noch mehr, dass er sich insgesamt wirklich in einem guten Zustand befindet. Hier ist nicht gespart worden an dem Auto. Man sieht das, wenn er hier oben mal guckt, das sind ja die Sonnenblenden, eingefasst in hochwertigem Chrom, wie auch die Materialien seinerzeit ja viel, viel hochwertiger waren als Jahrzehnte dann später. Hier ist der Chromspiegel. Hier dieses wahnsinnige Holz, wie gesagt, was man heute nicht mehr kaufen kann, das bekommt man noch nicht so restauriert. Das ist das teuerste afrikanische Holz, was es überhaupt gibt. Im Übrigen Massivholz, das ist kein Furnier. Ja, und das macht es eigentlich aus bei diesem Auto, dass er sich wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand befindet. Vielleicht mal eine ganz nette Geschichte dazu. Das Auto ist seinerzeit ein Hochzeitsgeschenk gewesen. Die Kundin, die damals geheiratet hat, die hat uns das jetzt gegeben. Wie gesagt, es ändern sich manchmal auch die Zeiten. Aber eine gute Restaurierung überlebt sowas ja alles. Sie nutzt den Wagen nicht mehr, aber sie haben ihn während ihrer ganzen Ehezeit immer gefahren und auch gehegt und gepflegt.
Und das sieht man dem Auto an, dass der sehr, sehr gepflegt wurde. Man hat sehr darauf geachtet. Auch dieses graue Leder, das ist ja auch schon mittlerweile wieder 30 Jahre alt, befindet sich aber wirklich in einem hervorragenden Zustand. Ja, hier stehen wir jetzt nun mit unserem schönen Mercedes 220 S Ponton Cabriolet. Das war ja damals diese Ponton Cabrio, übrigens die erste freitragende Karosserie, da gab es keinen Holzrahmen mehr. Der ist ja seinerzeit beim 170 S und beim 220a, das waren die Vorgänger, verbaut worden. Und wenn diese Holzrahmen dann feucht geworden sind, dann hingen die Türen und das war alles ein bisschen komplizierter, weil Holz zieht ja nun mal Wasser. Das hat er nicht. Man muss beim Ponton aber sehr genau aufpassen, in welcher Zustandskategorie ihn man erwirbt. Ich kann hier immer nur empfehlen, voll restaurierte Autos zu kaufen, denn die haben so viele Hohlräume, diese Autos, das ist wirklich gefährlich. Wenn da einiges nicht dran in Ordnung ist, kostet es ein Vermögen und es ist lange nicht gesagt, dass ihr das wieder so hinrepariert bekommt, wie er mal gewesen ist und wie es auch gehört. Viele können das überhaupt nicht, die wissen gar nicht, wie man so ein Auto in eine solche Qualität versetzt. Und dieser Wagen ist halt von Meister Hackert gemacht worden, den ich noch kenne, er lebt heute nicht mehr. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gut restauriertes Auto. Da ist sehr hochwertig gearbeitet worden, wenn ihr mal guckt, der hat sehr, sehr hochwertigen, schönen Chrom, der Wagen. Er hat diese gesamte, sehr aufwendige, teure Chromleiste, die geht von vorne bis ganz nach hinten. Die ist auch an dem Auto gut gearbeitet. Und ich würde euch jetzt auch noch mal das Interieur ein bisschen zeigen. Vielleicht zeigt Paul das mal von der anderen Seite. Ich setze mich da noch mal ins Auto. Also hier ist wie gesagt dieses hochwertige Holz, was ihr hier sehen könnt, in einem neuwertigen Zustand. Das ist ein Holzsatz, den kann man heute so nicht mehr kaufen. Wer dermaßen teuer das heute machen soll, das ist eigentlich gar nicht möglich. Wie ihr seht, verläuft er auch komplett um den Fensterrahmen. Heute ist sowas ja alles Plastik. Damals war das alles Massivholz. Das heißt, so ein Ponton Cabrio ist sehr, sehr hochwertig gebaut worden. War damals auch ein sehr teures Auto. Gab ja nur noch einen Mercedes 300S, der noch teurer war. Und auch in den Türen könnt ihr das sehen. Diese tolle Holzleiste mit dem schönen alten Leder in dem Auto, mit dem dicken Chrom. Es ist alles massives Material, was es in späteren Jahrzehnten so nicht mehr gegeben hat. Auf das Radio hatte ich euch eben schon hingewiesen. Hier vorne das Bäckerradio, funktioniert auch alles. Hier ist die VDU-Uhr, hier ist der Breitbandtacho. Dieses schöne schwarze Lenkrad, was ich sehr edel finde. Ja, und diese schönen Ledersitz. Also man kann an dem Auto alles lassen, wie es ist. Es ist in einem wirklich guten Zustand. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie es unter dem Motor aussieht. Dafür haben wir hier vorne den Zug. So, um den zu öffnen, muss man hier vorne reingreifen. Hier hat er seine schweren, dicken Nebellampen. Und so sieht er aus. Ein sehr gepflegter, guter Motorraum, wie sich das für eine Original-Ponton-Maschine gehört. Da vorne 2 Vergaser, 106 PS, 6 Zylinder, ein ganz bodenständiger, toller Motor, den es später auch in der Heckflosse so noch gegeben hat, der sehr, sehr erfolgreich war, der ganz hohe Laufleistung gebracht hat, der seidenweich läuft. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto, was man wirklich gut fahren kann. Und man ist immer super motorisiert. Also ihr könnt ohne weiteres am Tag damit 700, 800 Kilometer fahren. Ihr werdet gut ankommen. Ihr könnt eine Reisegeschwindigkeit von vielleicht 120, 130 Stundenkilometer fahren. Der fährt auch mehr, aber das reicht und könnt wunderschön reisen. Und das ist auch vom Preis. Solche Autos, die liegen heute bei, ich sag mal, um die 160.000 Euro. Das ist gar nicht mehr so viel. Wenn man sowas restauriert, ist sowas viel, viel teurer. Aber für 160.000 Euro so einen schönen Klassiker mit Geschichte, mit Historie, mit 35-jährigem Vorbesitz, wo alles passt an dem Wagen, ist man nicht sehr, sehr selten. Und was ich dann noch besonders finde an dem Auto, das ist diese schöne mausgraue Farbe mit dem schwarzen Verdeck, mit der mausgrauen Lederinnenausstattung. Das ist ein ganz edles, feines Auto. Und wir haben das große Glück, dass wir bei diesem tollen Wetter heute am Simsee hier sein können, das tolle Alpenpanorama sieht. Das Auto hat die originalen Radkappen seiner Zeit. Unser Auto ist, wie gesagt, Baujahr 1957. Der Wagen ist ja so gebaut worden bis Anfang 61.
Es gab später das 220 SE Ponton Cabriolet, aber das war der Einspritzer mit 120 PS, der hat ein paar Probleme gemacht manchmal. Der einfache und gut verträglich ist eigentlich der mit der Vergaseranlage. Unproblematisch, kann jeder reparieren und das ist ein Auto, wo es nie große Schwierigkeiten mit gibt. Also kurz ein Blick in den Kofferraum, der riesig groß ist, da passen jede Menge Koffer hinein, man kann überall damit hinfahren. Da vorne rechts befindet sich der Reservereifen. Auch das ist alles in einem ordentlich restaurierten Zustand. Unten drunter, es passt alles, sieht so aus, wie es gehört. Man darf nicht vergessen, es ist alles schon 35 Jahre alt und befindet sich dennoch in diesem Zustand, weil es vom Vorbesitzer oder von den Vorbesitzern immer sehr gut gepflegt und gewartet wurde. Vor allen Dingen auch die Herrschaften haben eine größere Sammlung und bauen jetzt so ein bisschen ab. Aber insgesamt ist das ein ganz toller Oldtimer. Gute Flächen, ein sehr schöner, originaler Lackaufbau. Der ist, wie gesagt, auch vor 35 Jahren gemacht worden. Ein schönes Verdeck, auch daran ist nichts kaputt. Ein schönes schwarzes Verdeck. Die Heckscheibe ist in Ordnung. Die Ledersitze befinden sich in einem guten Zustand. Also wirklich, wo man hier guckt, ob das der Chrom ist, die Türgriffe, dieser breite, hochwertige Chrom, alles in einem sehr schönen Zustand. Und das Auto hat das, was man so Charakter nennt. Das ist nicht so neues, blitzendes Autos, die werden ja heute überall in den osteuropäischen Ländern ganz, ganz toll restauriert. Das Auto ist authentisch, der ist noch richtig schön schwer original und der erinnert mich viel mehr an die damalige Zeit als irgendwelche neuen Autos. Er hat Charakter, er riecht noch nach Mercedes, er fährt sich richtig wie Mercedes, er hat eine wirklich zuverlässige Technik, weil er von Leuten restauriert wurde, die das verstanden haben, die das ihr Leben lang gemacht haben. Und diesen Meister Hackert, der ist vielen Älteren noch bekannt von euch, den kannte ich auch persönlich. Ich habe damals den einen oder anderen 300 SL von ihm verkauft, der hat immer super Arbeit gemacht. Und das hier ist ein Hackert-Auto. Das könnt ihr mit dem besten Gewissen kaufen. Es gibt übrigens auch eine sehr dicke Akte zu dem Auto, wo wirklich alles dokumentiert ist, wo man nachlesen kann, was die letzten 35 Jahre war mit dem Wagen. Ist alles dokumentiert und die Firmen, die daran gearbeitet haben, die haben alle einen Namen. Das sind Firmen, die sind mir alle persönlich bekannt, da weiß ich, die machen vorzügliche gute Arbeit. Das heißt, man kauft hier auch ein gutes, bodenständiges Auto. Und was ich merke hier jetzt auch beim Fahren, ist, dass er wirklich schön läuft. Jetzt ist er ein bisschen warm, er zieht gut durch. Ich meine, die 220-Maschine ist ja sehr, sehr unproblematisch immer gewesen. Er hat übrigens Handschaltung hier oben, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat es ja später nicht mehr gegeben. Aber kann man wunderbar fahren mit sowas, macht auch wirklich Spaß und ja, ist ein richtig toller Gebrauchsoldtimer. Und er ist halt eben, bei so einem Auto ist wichtig, dass die Technik gut gemacht ist. Und es gibt viele Autos, wo dann die Technik, wo die Leute keine Ahnung hatten, wie das restauriert wurde, die hier dran gearbeitet haben, das waren halt eben Mercedes-Spezialisten und die wussten, was sie taten. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und genau das gleiche bei der Karosserie. Der Wagen hat nirgends Rostflecken, Rostschäden oder irgendwas. Das heißt, diese Restaurierung hat jetzt 35 Jahre sehr gut gehalten, ist natürlich auch mal sehr gut gepflegt worden von den Leuten. Aber das merkt man dem Auto an. Also man merkt, dass es ein richtig schöner Oldtimer ist und er ist nicht so neu, der glänzt nicht alles, ist alles schon ein bisschen schön patiniert, aber es ist nicht kaputt. Ganz wichtig, da ist also nichts dran, jetzt groß zu reparieren. Man muss natürlich eins wissen, wenn man sich ein Auto kauft, was 35 Jahre seit der Restaurierung unterwegs ist, da kann immer mal was mit sein. Da ist natürlich längst die Herstellerhaftung weg, aber es gibt auch so Autos, die dann völlig kaputt sind in der Substanz. Das ist hier nicht der Fall. Der Wagen ist grundlegend gut gemacht worden von Grüning und Sohn seinerzeit von Hackert. Und das ist selten, sowas zu haben. Ich komme selten an einen so schönen Ponton ran, wo ich sicher sein kann, dass der bodenständig gut restauriert ist. Und ich merke jetzt auch, wie er hier fährt, wie er läuft. Das Auto fährt wunderbar. Den kann man richtig schön bewegen. Ist auch schon ein modernes Auto, der ist entspannt zu fahren. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz altes Ding, was rumzockelt oder so, sondern fährt wirklich gut. Fährt sich richtig schön. Man hat auch für ein Cabrio die typischen Windgeräusche, pfeift ein kleines bisschen, das ist aber auch nicht schlimm. Also das ist ein Auto wirklich ganz nach meinem Geschmack. Es ist ein schöner Oldtimer. Ein sehr, sehr schöner Gebrauchsoldtimer, wo jemand, der ihn kauft, noch Jahrzehnte Freude haben kann. Er zieht auch schön hoch jetzt hier, man kann ihn herrlich schalten. Das Auto fährt so, wie er gehört.
richtiger, schöner 50er Jahre Oldtimer und ist immerhin schon 60 Jahre alt, darf man nicht ganz vergessen. Das Auto ist ja gebaut worden 1957, der Wagen ist jetzt 63 Jahre alt, der geht eigentlich jetzt in Pension. Das Auto hat schon so sein Alter auf dem Buckel, aber dafür läuft er wirklich toll. Also ich habe Vertrauen zu dem Wagen, das muss ich wirklich sagen, ich habe zu diesem Auto Vertrauen hier. Würde ich mich jetzt reinsetzen selber und eine Reise machen und ich wäre sicher, dass ich 100% gut ankomme und wenn mit so einem 6-Zylinder-Motor mal was sein sollte, könnte er ja bei jeder Wald- und Wiesenwerkstatt in Ordnung bringen lassen. Das ist ja nicht aufwendig oder ist ja nichts Kompliziertes bei dem Auto. Einfache Technik, keine Elektronik. Wunderbar. Wunderbar, wirklich wunderbar. Fahren im Stil der 50er Jahre. Gemütlich. Sehr schöne Stern-Thron vorne auf der Haube. Damals gab es ja noch den schönen großen Chromstern. Also wirklich ein Auto mit einer gewissen Gemütlichkeit. Heinz Erhardt lässt grüßen. So, jetzt sind wir wieder an unserem schönen Ort hier in Beuerberg. Hier ist unser Betrieb. Das schönste Wetter, war wieder eine sehr schöne, entspannte Probefahrt. Es hat alles gut funktioniert. Jetzt biegen wir links herein, fahren dann gleich direkt auf unseren Hof. Kennt ihr ja von vielen Reportagen vorher. So, da ist unsere Halle. Herzlichen Dank, sage ich. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns bei unserem nächsten Video. Und tschüss. Wirklich ein schönes Auto, gut zu fahren.